Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute schauen wir mal auf den neuen Server rein, der gestartet ist am Freitag, am vergangenen Freitag. Ja, und zwar ist das die internationale Welt 48 und ich habe mich bisher noch gar nicht damit befasst. Ich habe gar keine Information, wer da drauf spielt, was da los ist. Aber ja, wie ich es immer sonst so gemacht habe, wenn ich den Serverstart nicht gestreamt habe, ich habe ein Video aufgenommen, wo wir uns mal den Server zusammen anschauen werden und mal schauen, was da los ist. Und vor allen Dingen bei diesem Server bin ich sehr gespannt, was sich da so tut und wie leer dieser Server sein wird. Denn jeder Server, der jetzt vor der internationalen Welt 50 rauskommt, der ist quasi weniger stark, gehe ich mal von aus, weil die meisten höchstwahrscheinlich auf W50 starten werden und W48 und W49, falls W49 rauskommen sollte, das steht auch noch so im Raume, ne, werden wahrscheinlich nicht so stark bespielt sein, weil halt alle auf W50 warten, so, ne. Diesbezüglich wird dieser Server, denke ich mal, nicht so stark sein. Wir werden uns gleich mal ein Urteil dazu bilden. Ja, auch sehr interessant, wie die Server vor W50 aussehen, so, ne? Und W49 ist ja an sich der letzte Server vor W50. Allerdings hatte ich mal irgendwo, ich glaube im Discord oder so, gelesen gehabt, dass der Cotti, der Community Manager von Shakes and Fidget, irgendwie sowas geschrieben hatte wie auf die Frage hin, ob W49 erscheinen wird oder nicht, dass es im Prinzip sowas wird wie Welt 29 2.0, weil, wie wir alle wissen, existiert Welt 29 nicht. Es wurde einfach übersprungen. Ja, von Welt 28 auf Welt 30 wurde übersprungen, so, weil halt, W29 kaum einer spielt, weil W30 halt ein Jubiläumsserver dementsprechend war und halt ein runder Server und deswegen alle auf W30 spielen wollten und deswegen haben sie eiskalt mal eine Servernummer übersprungen, ne? Und so könnte es eventuell auch sein, dass hier W49 übersprungen wird und direkt auf W50, quasi übersprungen wird. Das heißt, es könnte jetzt schon der letzte Server sein, bevor W50 kommt. Also es könnte sein, dass W50 schon der nächste Server ist. Ja, will ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Kann natürlich sein, dass W49 noch rauskommt. Wenn W50, so wie wir davon ausgehen, zum Geburtstag kommt von Shakes and Fidget, dann müsste innerhalb der nächsten 5 Wochen nochmal ein Server rauskommen, W49, damit es einigermaßen im Gleichgewicht ist bis W50, dass W49 jetzt nicht so irgendwie eine Woche oder zwei vor W50 erscheint. Ja, also das ist auch noch möglich, dass in relativ kurzer Zeit W49 erscheint oder sie lassen ihn einfach aus und überspringen direkt auf W50. So, wissen wir nicht, wir warten auf jeden Fall ab. So, aber was uns jetzt erstmal erwartet hier auf W48, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Wir schauen mal, ob mein Name frei ist. Ist er nicht. Okay, wäre ja auch zu einfach. Dann nehmen wir einfach den guten Stürzer. Ja? Nicht zu verwechseln mit dem guten Stürzer, ja, der immer aufs Maul fliegt. So, wir brauchen keine Tipps. Wir sind Vollprofi auf unserem Gebiet. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir gucken mal in die Ehrenhalle und da fallen mir direkt schon ein paar Namen auf. Ich nehme hier das Video gerade auf am Sonntag um 6:51 Uhr, komme gerade von der Arbeit, ja, und habe mich jetzt nochmal rangesetzt hier. Wir sehen hier direkt den Venue, das ist der Davalon, ja, der hat hier auch sein Bildchen drin. Dann, wer fällt mir noch auf? Der Turor fällt mir auf, ja, der ist hier am Start. Und haben wir noch jemanden, den wir jetzt hier so direkt kennen? Demonko, hier noch jemand, ein YouTuber. Ja, der Santifitus, der hatte bei mir im Free-to-Play mitgespielt, im Turnier, Free-to-Play-Turnier mitgespielt. Genau. Ja, ansonsten
kenne ich die anderen jetzt erstmal nicht so. Ja, viele Polen sehen wir, viele Tschechen auf jeden Fall. Huch, ja moin, schönen guten Tag. Und ja, genau, da schauen wir mal auf jeden Fall durch. Viele Bersis, viele Druiden, wie man es erwartet hat. Der Davalon hier am Rumtesten, vielleicht für einen Battlemage. Gehst du mal weg hier wieder, ey. Alter, der ist ja auch nervig hier. So, ja, also da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. So sieht das auf jeden Fall aus hier am Sonntagmorgen, ne? Nach den ersten paar Stunden, ne? Und wie es zu erwarten ist, es ist kein starker Server. Wir haben hier 26.000 Spieler jetzt. Es ist halt ein internationaler Server, die jetzt sich hier drauf registriert haben. Warum ist es kein starker Server? Ja, also gut, klar, an und für sich natürlich ist es Ansichtssache, was nun stark ist und was nicht. Und natürlich entscheidet sich das auch nicht nach den ersten 2-3 Tagen. Das will ich hier gar nicht mal so sagen. Wallach ist hier noch, stimmt, Wallach kennt man auch noch. Ne? Es kristallisiert sich halt erst später raus, aber ich sag mal so, die Levelrekorde nach 2 Tagen waren schon mal deutlich höher gewesen. Die sind so in den 220er Bereichen, müssten jetzt die ersten Bersis sein und das ist hier halt eben nicht der Fall. Ansonsten sind die Leute natürlich auch schon fleißig am Sammelalbum machen hier, ne? Und genau, den Namen habe ich ja auch schon öfter mal irgendwo gelesen, ne? Also ist jetzt auch wahrscheinlich kein Unbekannter, ne? Ansonsten ja, könnte es natürlich auch sein, dass viele Leute sich hier anders nennen, als man sie vielleicht kennt. Das kann natürlich auch sein. Hier, der Neutral, den kennt man ja auch. Ist halt auch ein polnischer SF-YouTuber. Ansonsten, ja... kenne ich jetzt hier nicht viele. Wir können mal in die Gilden schauen hier von den Leuten. Wolfsrudel scheint eine deutsche Gilde zu sein. Ja. Und wir gucken mal, wer hier alles mitspielt, ob man hier ein paar Leute kennt. Auf jeden Fall, ja, so wie ich schon erwartet habe, ist jetzt nicht so der allerheftigste Server. Also gerade für die Leute unter euch, die eventuell Free-to-Play spielen wollen oder sehr pilzsparend, ist der Server vielleicht für euch interessant. Könnt ihr jetzt auch jederzeit noch mitmachen und habt trotzdem gute Karten, hier noch relativ weit oben mitzuspielen, weil der Server halt noch nicht so lange draußen ist. So, ne? Und ja, dadurch, dass er halt nicht sehr, also nicht so viele Hardcore-Pilzer hier wahrscheinlich drauf spielen und vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht auf so lange Zeit gesehen, ne? Könnte auch sein, also ich denke mal ein Turor oder ein Davalon, die werden hier nicht langfristig spielen drauf, ne? Habt ihr wahrscheinlich gute Karten, hier relativ weit oben mitzuspielen mit einem, recht pilzsparenden Einsatz, sag ich mal, ne? Und deswegen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie auf W50 starten wollt und da einfach untergehen wollt zum Serverstart, dann ist der Server vielleicht für euch interessanter. Allerdings habe ich auch schon öfter mal erwähnt gehabt, dass halt die ersten paar Monate in Shakes & Fidget nach einem Serverstart jetzt nicht so gravierend ausschlaggebend sind, sondern halt wirklich eher die Jahre. Das heißt, wenn ihr wirklich vorhabt, Jahre auf dem Server zu spielen, dann spielt vielleicht nicht auf der internationalen Welt 48, obwohl ihr da natürlich gute Chancen habt, schnell oben mit dabei zu sein. Aber wenn ihr langfristig oben mit dabei sein wollt, dann wäre der Jubiläumsserver W50 vielleicht für euch interessanter. So, weil wenn ihr da vorhabt, irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 oder was weiß ich, wie viele Jahre noch drauf zu spielen, dann werdet ihr auch oben, sehr, sehr weit oben mit dabei sein, ne? Weil natürlich auf dem Server, klar, wollen natürlich auch viele sehr langfristig spielen, aber es werden auch sehr viele langfristig aufhören. So, und deswegen lasst euch da nicht abschrecken von den Leuten, die innerhalb von ein paar Stunden Stufe 220 oder so erreichen. Am Ende des Tages ist es die Ausdauer, die zählt und ihr werdet Schritt für Schritt diesen Vorsprung, den die Leute mit so viel Pilzen sich erarbeitet haben, wird sich dann irgendwann relativieren und dann seid ihr wieder auf einigermaßen Gleichgewicht oder gleich angesiedelt. Zwar nicht ganz so hart wie die Leute, die schon reingepilzt haben, weil gut, die haben natürlich mehr ausgegeben, ne? Allerdings werdet ihr sehr viel, sehr schnell auf jeden Fall aufholen. So, ja, was ich mal machen wollte, ist hier mal, ich fail hier schon jetzt gerade wieder. Ich wollte mal auf die Gilde
Asgard, weil hier sind nämlich sehr viele, habe ich hier schon gelesen. Es scheint wohl eine polnische YouTuber-Gilde zu sein oder so, die hier am Start sind. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man hier viele aus dem tschechischen oder polnischen Raum, was so YouTuber angeht. Ne? Und deswegen könnte es ja sein, dass die Leute sich hier irgendwie zusammengetan haben oder so und hier irgendwas reißen auf dieser Welt oder irgendwas reißen wollen. Das kann ich halt nie genau sagen, weil man die Leute halt nicht versteht und ich deren Sprache auch nicht spreche. Ne? Und ja, deswegen kann ich da leider nichts großartig zu sagen, wie hier die Pläne von den anderen Shakes and Fidget YouTuber aussehen. So, ne? Ist halt schade, ne? Weil man sich untereinander nicht verständigen kann. Im deutschen Raum gibt es gefühlt, keine Ahnung, irgendwie 3, 4 SF-YouTuber, aber im tschechischen und polnischen Raum, da ist die Anzahl von Shakes and Fidget YouTubern so enorm groß und vor allen Dingen auch so viele große YouTuber dabei. Ne? Das ist einmal der Demonko, der hier, glaube ich, der hat auf YouTube, glaube ich, über 20.000 oder 30.000, der Neutral, der ist hier, der hat auch sehr viele. Dann ist hier der Zacreblé, der hat, glaube ich, irgendwie 200.000 oder so. Ne? Und es sind ganz, ganz viele, von denen ich jetzt den Namen vergessen habe. Auf jeden Fall sieht man halt auf YouTube immer sehr viel. Dieser Majid oder so, das ist auf jeden Fall, also jetzt nicht er hier, aber es gibt einen, der heißt auch so ähnlich irgendwie auf YouTube. Auch, glaube ich, ein Tscheche oder so. Ne, der ist auch sehr aktiv und auch sehr groß. Also ja, ist schade, dass es im deutschen Raum nicht sehr viele Shakes and Fidget YouTuber gibt. Da könnte man viel größere, bessere, coolere Projekte mal machen oder so und sich untereinander ein bisschen, weiß ich nicht, mal mehr interagieren. So, ne? Aber ja, leider gibt es da, was das angeht, jetzt nicht so viele. Ne? Aber gut, muss man mit klarkommen. Auf jeden Fall. Ne? Ja, wir gucken mal hier noch weiter durch, ob wir noch viele kennen. Aber im Prinzip, weiß nicht, sehe ich hier sehr viele Polen auf dem Server tatsächlich. Nicht so viele Deutsche. Ja, hin und wieder mal. Also jetzt nach den Flaggen hier zu urteilen, so kann natürlich sein, dass hier auch Leute dabei sind, die sich jetzt hier, oder Deutsche, die jetzt hier nicht irgendwie ihre Flagge da ausgesucht haben, aber ansonsten ist die Anzahl an polnischen Spielern sehr groß. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Deutschen sich eher auf den W50-Server vorbereiten und dementsprechend sind hier wahrscheinlich eher weniger Leute am Start. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, der W50-Server, der wird auch ziemlich krass von den Deutschen dominiert werden, weil was das angeht, also muss man so mal differenzieren. Was Shakes and Fidget YouTube angeht, sind die Tschechen und die Polen auf jeden Fall sehr, sehr krass am Führen, so am Ballen. Ne? Da sind die richtig krass vorne. Da gibt es sehr viele Creator, die sehr aktiv sind, die sehr groß sind. Da ist Deutschland eher hinten dran, was das angeht. Aber was die starke Spielerschaft angeht von Shakes and Fidget, da sind tatsächlich die Deutschen sehr weit vorne. Klar, es gibt natürlich auch einen Turor, der hier natürlich auch auf dem Server hier am Start ist, ne? Der auch immer oben mit dabei ist und ist halt auch, glaube ich, ein Pole, ne? Jetzt nach seiner Flagge zu urteilen und der ist halt auch ziemlich heftig unterwegs. Es gibt schon ein paar krasse Spieler auf jeden Fall von den Polen und Tschechen, das will ich gar nicht sagen, ne? Sehr, sehr krasse Spieler. Aber ich glaube, in der Masse gesehen sind, glaube ich, die Deutschen, die noch mehr reinpilzen und die noch heftiger unterwegs sind. Werden wir alles zu W50-Zeiten sehen. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Und ihr könnt euch auch darauf einstellen, dass dort bald auch ein paar Informationen kommen, was ich auf W50 treibe und was da so meine Pläne sind. Ne, da könnt ihr euch, denke ich mal, auch festhalten. Jetzt wollte ich erstmal nochmal gucken, wer hat mir hier eigentlich schon wieder meinen Namen geklaut? Ja, das kann ja wohl nicht sein. Und dann nicht mal eine Beschreibung hier dazu gepackt. Ja, das geht ja wohl nicht. Hauptsache erstmal Namen klauen, ne, aber nicht spielen. Ja, aber gut. Schlimmer wäre es, wenn er unter einem Fake-Namen hier aktiv spielen würde. Ja, das wäre natürlich auch nicht so nice, obwohl die Leute erkennen mich ja meistens, no flex an der Stelle, immer am Profilbild.
Ne? Da sieht man ja, wer denn fake ist und wer nicht. Ne? Deswegen ja, bin ich da ganz froh, dass ich das auf jeden Fall mir sichern konnte, noch rechtzeitig. Da gehen nochmal die Grüße raus an Terra an der Stelle, der mir das hier möglich gemacht hat, mein eigenes Profilbild zu bekommen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich heute immer noch ohne Profilbild, denke ich mal, sein. Ne? Da muss man sagen, da hatte ich auch einmal die Connections gehabt und der Terra hat sich da für mich eingesetzt und mir das Profilbild dann ja quasi geschenkt, mehr oder weniger in Zusammenarbeit mit Shakes and Fidget. Wer da Interesse hat, das haben wir auch festgehalten auf YouTube. Er hatte das gestreamt gehabt und ja, ich habe daraus ein Video gemacht und habe auch nochmal erklärt, wie es dazu kam. So, ne, für die Leute, die es interessiert, können sich gerne da auf meinem Kanal ja, danach mal schauen, Profilbild oder Avatar einfach eingeben und dann sollte da, denke ich mal, auch schon was dazu kommen. Ne? Ja, ansonsten würde ich wahrscheinlich heute immer noch nach wie vor keine Beachtung von Shakes and Fidget bekommen, ne, oder von Player Games oder keine Ahnung, wer da zuständig für ist, dass sie da Profilbilder raushauen an irgendwelche Leute. Ne? Ja, da war nämlich die Connection zum Terra halt, der da halt ja, mehr oder weniger gesponsert ist und sich dann darüber dann halt eingesetzt hat und sich dafür ja, den Arsch aufgerissen hat, dass ich dann mein Profilbild bekomme. So, ne? Ansonsten wäre ich wahrscheinlich, wie gesagt, heute immer noch ohne Profilbild hier am Start. Ne? Ja, aber ist auf jeden Fall sehr nice und seitdem her kann ich mir das auch immer einstellen, so wie ich das brauche halt. Ne? Da wird halt dann mal nachgefragt beim Support, ob die mir das freischalten. Digga, was ist das denn für eine Gilde hier, Alter? Holy shit. Ey. Alter. Ja, das würde ich feiern, wenn die hier auf den ersten Platz sind hier irgendwie. Auf lange Sicht gesehen. Ja, das wäre nice, wenn die mal irgendwie international hier mal mitspielen würden. Würde ich ja irgendwie... Ja, dass der Name überhaupt durchging hier. Naja. Ja, gut, auf jeden Fall, das ist so der erste Eindruck hier von W48. Ich werde hier natürlich nach wie vor nicht drauf spielen, weil ich da auch dementsprechend keine Zeit habe, hier noch großartig einen neuen Account anzufangen. Aber ich wollte mal schauen, wer hier so am Start ist, was die Leute so erreichen, wie die Aktivität ist hier auf dem Server. Ja, innerhalb von den, ja, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, wo ich hier das Video gemacht habe, haben sich jetzt hier, keine Ahnung, durch 20, 30 Spieler oder so, wie viele das auch vorher waren, neu registriert. Auf jeden Fall wird noch ein bisschen was kommen, aber es ist halt, wie zu erwarten, jetzt nicht so der stärkste Server, ne? Und ja, dementsprechend kann man da jetzt erstmal auch nicht mehr zu sagen. Ich bin gespannt, ob W49 kommt, wie es da aussieht, ob der noch schwächer ist als der Server hier. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall mal schauen. Ne? Falls ihr nichts verpassen wollt, rund um die News zu W49 und W50, wie es da weitergeht, könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne kostenlos ein Abo dalassen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch hier gefallen und ich konnte euch einen ersten Eindruck hier von den Server vermitteln. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.